Hi, ich bin Martin. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Leipzig und arbeite seit 2019 bei der DHL-Feuerwehr als Firefighter und Rettungssanitäter. Und ich habe ein bisschen Equipment bekommen von Arbeit und kann euch heute mitnehmen zu meiner 12-Stunden-Schicht. Da ich nicht einfach so auf Arbeit laufe, habe ich ein cooles Fahrrad. Das habe ich mir über die Firma geleast. Jetzt nur noch Helm auf und dann kann es losgehen. Helm sitzt, Brille auch. Jetzt geht's los und gut, von mir aus zu Hause gut 18 Kilometer bis ans Hub. Wir sind jetzt gleich am Haus Auensee. Die Sonne lacht uns ins Gesicht. Das sind super Bedingungen für eine 12-Stunden-Schicht. So, letzter Anstieg und dann sind wir schon da. So, haben wir es geschafft. Erste Etappe durch. Wir sind am Hub. So, ich bin jetzt am Hub angekommen und jetzt geht's noch durch die Rezeption in die Umkleide, kurz ein bisschen frisch machen und umziehen und dann geht's los. Ich habe jetzt gerade noch meinen Kollegen Chris getroffen und Katrin, unsere Kollegin, holt uns gleich mit dem MTW ab. Dann fahren wir gemeinsam Richtung Feuerwache an der Brücke 1. Jetzt nach der Schichtübergabe mit der Tagschicht haben wir den Dienst begonnen und beginnen jetzt unsere 12-Stunden-Nachtschicht. Genau, ich bin heute auf unserem MTW Truppführer und Sanitäter bei uns auf dem Fahrzeug. Und jetzt nehme ich euch einfach erstmal mit. Funkgerät habe ich jetzt wie gesagt schon geholt. Jetzt geht es noch in die Garderobe. Da wird unsere Einsatzbekleidung abgeholt. Und dann übernehmen wir unser Fahrzeug für die nächsten 12 Stunden. Als erstes kontrolliere ich die Beladung hinten in unserem Fahrzeug. Genau, schaue, ob alles vollständig ist, ob alles funktioniert. Außerdem Handwerkzeug und mehreren Materialien zum Ermitteln von Stoffen bzw. zum Testen von Stoffen haben wir auch hier in unserer Kabine einen medizinischen Rucksack mit dem Notwendigsten, um eine Erstversorgung am Patienten vorzunehmen. Genau, wie gesagt, ich bin heute Truppführer auf dem Fahrzeug, arbeite heute mit Falk zusammen, der das Fahrzeug fahren wird, den MTW. Schauen jetzt, ob unsere Beladung vollzählig ist. Schauen ins Fahrzeug hinein und schauen unseren Rucksack an, auch ob da alles vollzählig ist. Hier haben wir zum Beispiel einen Pulsoximeter, mit dem können wir den Sauerstoffgehalt im Blut des Patienten ermitteln anhand eines Fingersensors, ähnlich wie bei modernen Smartwatches oder Fitnessarmbändern. Des Weiteren haben wir eine Blutdruckmanschette, ein Blutdruckmessgerät dabei, um Blutdruck zu ermitteln von einem Patienten. Wir haben ein Blutzuckermessgerät und ein Thermometer. Des Weiteren haben wir einen Defibrillator, einen sogenannten AED. Dann schauen wir noch in unser großes Fach, ob auch hier alles vollzählig ist und einsatzbereit. Alles, was man so für medizinischen Erstangriff benötigt. So, unser Fahrzeug ist einsatzbereit für die Nacht. Das heißt, Tür zu und auf geht's. Jetzt kommt gleich noch unser Supervisor mit runter in die Fahrzeughalle. Wenn wir durch sind mit unserer Fahrzeugübergabe und macht mit uns noch einen Performance-Dialog, damit wir auch wissen, welche Aufgaben wir heute noch haben in der Nachtschicht. Und dann schauen wir weiter, was passiert.
Insgesamt haben wir bei uns auf der Fahrzeugwache 3 Fahrzeuge. Einmal den MTW 4901, ein HLF 20, die 4941 und dann noch unser neuestes Fahrzeug, ein LF Logistik, die 4771. Genau, wir sind die 4. Wache hier am Flughafen Leipzig. Und neben den 3 Feuerwehren der Flughafenfeuerwehr sind wir hier der 4. Standort und decken den Bereich rund um DHL ab, in unserem Hub, in den Terminals. Alles, was Brandgeschichten sind, vorbeugender Brandschutz und auch Erste Hilfen und Rettungsdienstgeschichten. So, jetzt nehme ich euch noch mit auf dem westlichen Weg durch die Feuerwache. Jetzt sind wir noch gerade im Erdgeschoss. Gehen jetzt ins erste OG. Wie schon gesagt, haben wir 12-Stunden-Schichten aktuell und 4 Wachabteilungen. Das heißt, ja, 12 Stunden löst uns eine Wachabteilung dann ab, die wir jetzt gerade Team 1 abgelöst haben. Und hier gleich als erstes links befindet sich unser Sportraum in der Feuerwache. Hier haben wir verschiedene Fitnessgeräte und Cardiogeräte, um uns einfach körperlich fit zu halten. Direkt daneben ist unser Sani-Raum hier mit einer Liege und mit verschiedenen Erste-Hilfe-Equipment. Hier befindet sich das Herzstück unserer Feuerwache, die Einsatzkoordinationszentrale. Hier übernehmen unsere Gruppenführer administrative Aufgaben. Direkt nebenan ist unser Aufenthaltsraum, haben auch im Nebenraum eine Küche, um uns einfach selber versorgen zu können. Wir fahren jetzt mit unserem HLF zur Artenschutzüberwachungsanlage. Da müssen wir einmal im Jahr hin. Los geht's! Einmal im Jahr müssen wir über eine sogenannte Kriechstrecke gehen, um einfach zu schauen, ob wir noch tauglich und fit sind für einen Artenschutzeinsatz. Da wird halt die körperliche Belastung einfach getestet und davor und danach wird auch einfach Blutdruck und Puls gemessen, um einfach zu schauen, ist alles noch in den Normalwerten und ob wir auch einfach körperlich fit sind. Wir sind jetzt angekommen an der Artenschutzüberwachungsstrecke. Das ist nördlich im Flughafenbereich. Und jetzt gehen wir rein und dann nehme ich euch mit auf die Übungsstrecke. Mal schauen, ob heute alles klar geht. So, Material liegt bereit. Maske, Flasche, Gerät und Ausrüstung. Dann kann es jetzt losgehen. Jetzt habe ich mein Atemschutzgerät zusammengebaut und muss aber noch eine Einsatzkurzprüfung durchführen. Das heißt einfach das Gerät kontrollieren, ob alle Gurte und alle Polster richtig sitzen. Ich muss eine Hochdruckkontrolle machen, ob einfach auch genug Luft auf der Flasche drauf ist. Ich muss schauen, ob einfach die Luft in den Leitungen auch gehalten wird. Und dann muss ich auch noch meine Restdruckwarneinrichtungen testen. Das ist einfach ein Sicherheitsventil, das mir sagt, ja okay, bei ca. 50 Bar wird die Luft jetzt ein bisschen knapp und ich müsste vielleicht dann auch einfach mich auf den Rückweg begeben. Ich überprüfe noch meine Maske auf Dichtheit. Wunderbar. Deswegen musste ich mich halt früher noch glatt rasieren, damit da keine Luft rausströmen kann aus der Maske und wirklich auch im Ernstfall keine Atemgifte eindringen können in den Raum, wo ich atme. So, Martin ist auch schon soweit. Dann geht's jetzt gleich los. Wir fangen erst mit Übungsgeräten an, um uns ein bisschen auszupowern, wie bei einem Realbrandeinsatz. Und dann gehen wir auf die Übungsstrecke. So, jetzt geht's los. Hier ist erstmal ein bisschen Sportraum. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen austoben. Ich fange jetzt an mit 30 Meter Leitersteigen, das ist eine Endlosleiter. Das ist halt auch aus dem realen Leben nachempfunden, einfach wie auf einer Drehleiter. Als nächstes geht es für mich jetzt aufs Laufband. Hier muss ich jetzt 3 Minuten in einem zügigen Tempo laufen. Jetzt kommt mein unbeliebtestes Sportgerät, die Hammerschläger. Hier muss ich 10 Stück an der Zahl machen. Und zum Schluss geht es für mich jetzt nochmal aufs Fahrradakkumeter. Kleine Runde, 3 Minuten Fahrrad fahren, um einen wirklich nochmal an die Grenzen zu bringen. So, jetzt geht es auf die eigentliche ASÜ. Hier befindet sich eine Kriechstrecke, die kann man sich so vorstellen, ist halt ein großer Käfig mit verschiedenen kleinen Räumen zwischendrin und verschiedenen Hindernissen. Hallo, hier ist die Feuerwehr.
So, jetzt haben wir das hinter uns gebracht, die Kriechstrecke. Das war halt zum Beispiel eine ganz enge Röhre, wo man sich durchschieben oder ziehen muss. Erschwert wird das Ganze halt einfach noch, weil es extrem dunkel ist, vernebelt, verraucht, verschiedene Geräuschkulissen und auch mit Wärmestrahlern wird uns das ein bisschen eingeheizt. An sich müssen wir niemanden retten, aber wir sind halt schon 15 Minuten circa auf der Strecke unterwegs, um einfach auch diese körperliche Belastung an die Grenze zu bringen. Kriegst du fertig. 60 Bar hatte ich noch auf der Flasche. Und jetzt gucken wir mal, was der Puls sagt. So, geschafft. Jetzt erstmal wieder 365 Tage Ruhe für Atemschutzstrecke. Das muss man einmal im Jahr machen als Feuerwehrmann. Das Ausbildungszentrum vom Flughafen Leipzig-Halle können wir auch mitnutzen. Hier werden unter anderem Realbrandausbildungen gemacht, unter anderem zum Flugzeugwrack. Aber auch hier hinten gibt es die sogenannte Black Mamba, wo eine Realbrandausbildung gemacht werden kann mit Echtholzbefeuerung. Und wie gesagt, auch hier im Gebäude neben der ASÜ sind auch Trainingsräume für diverse Fortbildungen, zum Beispiel auch für den Rettungssanitäter, den man macht. So, für uns geht es jetzt einmal zu einer ersten Hilfe. Ein Mitarbeiter hat sich beim Ziehen eines ULDs am Steiß verletzt. Auf geht's! Wir haben hier in der Brücke 2 auch einen Sani-Raum, einen Erste-Hilfe-Raum, in dem wir Patienten versorgen können. Genau, und der Patient jetzt hat sich anscheinend hier in der Nähe verletzt, deswegen kommt er gleich zu uns. Wir schauen uns jetzt mal die ganze Sache genauer an und überprüfen das, ob vielleicht auch irgendwie innere Blutungen vorhanden sind. Und der Falk hat jetzt gerade noch das Erste-Hilfe-Protokoll ausgefüllt und hat die Daten des Patienten aufgenommen und den Unfallhergang und was er jetzt aktuell für Beschwerden hat. Da wir jetzt da nichts weiter machen können und sich das ein Arzt anschauen müsste, in dem Fall explizit ein D-Arzt, weil es ein Arbeitsunfall war, geht der Patient jetzt erstmal nach Hause und stellt sich dann halt dem D-Arzt vor. Ich bin jetzt auf dem Weg in die Brücke 2 zu den Seminarräumen. Da findet heute ein Brandschutzhelfertraining statt. Und ich darf die Kollegen, die daran freiwillig teilnehmen, in sicheren Umgang mit Feuerlöschern und Wandhydranten unterrichten und schulen. Das Ganze besteht aus einem Theorie- und Praxisteil. Und dann sehen wir uns gleich da. Den Theorieteil haben jetzt schon mal alle bestanden. Und wir sind jetzt hier bei uns vor der Feuerwache, haben den Fire Trainer aufgebaut. Jetzt wird halt im praktischen Teil der sichere Umgang mit einem Feuerlöscher und mit einem Wandhydranten geübt. Ich bin mal gespannt, ob alle das Feuer ausbekommen. So, wir haben es jetzt kurz vor 6 Uhr morgens. Das heißt, wir machen jetzt langsam Feierabend und bereiten alles vor für die nächste Schicht, die jetzt kommt. Zur Tagschicht die nächsten 12 Stunden die Feuerwache übernimmt. Das heißt, wir werden jetzt noch die Fahrzeuge wieder beräumen, dass alles in Ordnung ist. Und dann geht es langsam für uns nach Hause. So, wir haben jetzt alles an die Tagschicht übergeben. Unsere Aufgaben, die wir erledigt haben, wurden besprochen. Und auch unsere Einsätze, damit einfach auch die nächste Schicht Bescheid weiß. Ich laufe jetzt gerade über die Brücke 1 Richtung Terminal 1, damit ich mich vorne ausstechen und umziehen kann und dann Richtung Feierabend gehen kann. Für mich ist jetzt meine 12-Stunden-Schicht vorbei. Das heißt, es geht ab nach Hause. Jetzt hat es leider angefangen mit Regnen, aber auch das gehört mal mit dazu.
Also ab aufs Fahrrad und ab nach Hause. So, letzte Meldung von mir. Ich bin jetzt gleich zu Hause angekommen in meiner Wohnung, werde mich erstmal frisch machen und was essen. Dann habe ich erstmal 48 Stunden frei, bevor es zur nächsten Schicht geht. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick geben in das, was wir machen bei der Feuerwehr am DHL Drehkreuz Leipzig. Und vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Ciao. Dir hat mein Video gefallen und du hast auch Lust, Teil eines tollen Teams zu werden? Dann bewirb dich bei der Feuerwehr am DHL Drehkreuz in Leipzig unter anpacken-dhl.de.